Wer nach absoluter Perfektion im Handwerk sucht, blickt oft auf die kompromisslose Präzision Japans. Doch selbst dort, wo Perfektion als Maßstab gilt, existiert eine tiefe, fast ehrfürchtige Anerkennung für eine ganz bestimmte Philosophie des Erschaffens. Eine Philosophie, die uns zeigt, was es wirklich bedeutet, die Zeit zu überdauern. Eine Philosophie, die Trends ignoriert und ein Jahrhundert vorausdenkt. Eine göttliche Dimension, die in jeder einzelnen Schraube, im Schliff jeder Linse spürbar ist. Was sie so unaufhaltsam anzieht, ist diese unbändige, fast raue Ehrlichkeit, auf die Deutschland so stolz sein kann. Warum wird die japanische Seele vom deutschen Handwerksgeist so tief bewegt? In einer Ära des reinen Pragmats ergründen wir die wahre Natur einer Ästhetik, von der wir heute lernen müssen. Die Welt nennt uns Japaner oft Perfektionisten. Da ist der Shinkansen, der keine Sekunde Verspätung duldet. Oder das traditionelle Kunsthandwerk, das seit Jahrhunderten mit absoluter Präzision von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wir haben unsere Lebensleidenschaft dem Ziel gewidmet, die Seele in den unsichtbaren Details der Dinge zum Verweilen zu bringen. Doch es gibt ein fernes Land, vor dem diese japanischen Meister des Monotsukuri seit jeher eine tiefe, unveränderte Ehrfurcht und eine gewisse Bewunderung hegen. Es ist Deutschland. In Deutschland gibt es das wunderschöne Sprichwort, der liebe Gott steckt im Detail. Diese Worte sind kein bloßer Slogan. Sie sind die lebendige Philosophie, die die Handwerker dieses Landes seit Jahrhunderten prägt. Denken wir an den geschmeidigen Widerstand, wenn man das Objektiv einer Leica dreht. Oder an das tiefe, perfekte Geräusch, wenn sich die Tür eines Porsche schließt. Interessanterweise lieben wir Japaner dieses deutsche Sprichwort über alles. Es ist in Japan so populär, dass es in unzähligen Büchern über Ästhetik und Handwerk zitiert wird. Der Grund dafür liegt tief in unserer eigenen Kultur. Wir glauben seit jeher, dass selbst in den kleinsten, unscheinbarsten Dingen des Alltags eine Seele, eine Gottheit, wohnt. Diese Resonanz im Denken verbindet unsere beiden Länder auf eine ganz besondere Weise. Ich selbst erinnere mich noch gut an meine Jugend. Stundenlang blätterte ich in Produktkatalogen und stand mit sehnsüchtigem Blick vor den Vitrinen der Schreibwarengeschäfte. Dort funkelten sie, die Meisterwerke aus Deutschland, insbesondere von Marken wie Lamy oder Pelikan. Für mich waren sie nicht bloß Schreibgeräte, sondern Symbole einer fernen, vollkommenen Welt. Und bis heute versetzt mich diese Besessenheit in Staunen, die im Inneren eines einzigen Füllfederhalters verborgen liegt. Nehmen wir die Schreibgeräte von Pelikan. Die dort verbaute Kolbenmechanik dichtet die Tinte mit einer Präzision im Hundertstel Millimeter-Bereich perfekt ab. Und jede einzelne Goldfeder wird noch heute von Meistern mit dem Auge eines Mikroskops und dem feinsten Gespür der Fingerspitzen von Hand geschliffen und justiert. Ein solcher Aufwand, nur für den alltäglichen Akt des Schreibens? Wir Japaner spüren darin nicht nur Zweckmäßigkeit oder technische Leistung, sondern die kompromisslose Seele des Schöpfers. Wie schafft es Deutschland, diesen überwältigenden Geist des Erschaffens so rein zu bewahren? Die Wurzeln liegen im mittelalterlichen Zunftwesen und im heutigen Meistersystem, einem kulturellen Erbe, auf das dieses Land wahrlich stolz sein kann. Jahre der Ausbildung zu durchlaufen, um eine einzige Fertigungstechnik zu perfektionieren, und Stolz sowie Verantwortung für das zu übernehmen, was aus den eigenen Händen entsteht. Das ist nicht bloß Arbeit, um Geld zu verdienen. Es ist ein heiliger Akt zur Veredelung der eigenen Persönlichkeit. Der japanische Weg des Handwerkers, Shokunin Aigo, und der deutsche Meistergeist, trotz unterschiedlicher Formen sehen wir in beiden Ländern das exakt gleiche Echo einer edlen Seele. Vielleicht empfinden manche von Ihnen manchmal ein Zögern oder eine gewisse Befangenheit, wenn es darum geht, die eigenen Stärken lautstark zu präsentieren. Darin gleichen sich unsere beiden Kulturen vielleicht mehr, als man denkt. Aber bitte vergessen Sie eines nie, selbst wenn Sie es nicht laut herausposaunen,
die Produkte, Technologien und Dienstleistungen, die sie mit kompromissloser Hingabe erschaffen haben, werden hier im fernen Japan jeden Tag mit tiefer Bewunderung, Respekt und Dankbarkeit genutzt. Ihre unbeugsame Seele, geschmiedet aus unzähligem Ausprobieren und Perfektionieren, bildet längst das Fundament unserer modernen Welt. Ihr Handwerk spricht auch heute noch täglich zu uns Japanern. Der liebe Gott steckt im Detail.